Wie kann man trainieren, dass der Ton pünktlich zum richtigen Zeitpunkt kommt, das heißt klingt? Damit beschäftigen wir uns heute. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Mein Name ist Nico von Nico Like am Trompetentraining. Vor allem in den letzten Wochen gab es vermehrt die Anfrage, was kann man trainieren, wie kann man trainieren, dass der Ton eben pünktlich zum richtigen Zeitpunkt kommt und nicht zeitverzögert, meistens einhergehend mit einem Luftstromgeräusch ganz zu Beginn und dann kommt der Ton eben unkontrolliert versetzt. Das ist natürlich immer schade, man möchte natürlich auch pünktlich einsetzen und seine Töne auch pünktlich platzieren können. Wir bauen das ganze System mal von vorne auf, das heißt, wir gehen richtig in die Basis rein. Ausgangsposition ist natürlich, du musst einatmen. Natürlich, wir brauchen Luft zum Trompete spielen. Aber was ist jetzt unsere Einstellung im Mund- bzw. Lippenbereich? Ausgangspunkt auch hier, geschlossene Lippen. Die Zunge dient wie eine Art Straße, die eben die Luft, die wir ausatmen, gegen unsere Lippen lenkt. Ich fühle mit der Zungenspitze die Oberseite der unteren Schneidezähne. Das heißt, wir haben hier so eine Art Lispelposition. So würde es klingen, wenn die Lippen offen sind. Natürlich brauche ich geschlossene Lippen, weil die müssen ja schwingen, damit sich diese Frequenz auch auf unser Instrument übertragen kann. Das heißt, Lippen zu. Und dann kann ich auch auf dem richtigen Punkt den Ton starten. Das wäre die Analyse bzw. die reine Funktion der Einstellungen und letztendlich kann man das Ganze dann auch aufs Instrument übertragen. Wir nehmen uns zum Beginn natürlich immer einen Bequemton. Das heißt ein G1 oder je nachdem, was eben deine bequeme Lage ist. Ich würde immer anfangen mit den Tönen zwischen C1 und C2, also in dieser eingestrichenen Oktave bis zur zweigestrichenen Oktave C, würde ich mich da bewegen und nicht ins extreme Tiefe bzw. ins Hohe gehen, sondern erstmal auf diesem Level, auf dieser Tonhöhe diese Bewegung trainieren. Ich nehme immer ein G1. Viermal hintereinander. Wichtig ist immer, dass man zwischen den Tönen löscht, also locker lässt und wieder neu startet. Das heißt, die Einstellung macht und wieder Luft gibt. Also nicht ta, 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 ta. Dann habe ich ja vom Prinzip her nur einen Startton und die anderen 3 Töne, die in Folge kommen, sind repetiert, das heißt wiederholt, ohne Unterbrechung. Wichtig für mich ist aber, ich möchte trainieren, dass die Einstellung passt, das heißt, die Lippen geschlossen sind. Wie ist die Zunge? Sind die Lippen stark angespannt? Eher ein hoher Ton. Sind die Lippen lockerer? Ein tiefer Ton. Harte Lippen, also stark angespannte Lippen, schwingen natürlich schwerer ein als weiche Lippen. Das heißt, da auch in dieser Bequemlage G1 bis zum C1 nach unten, dann hat man immer ein ziemlich weiches Lippenmaterial. Gehe ich in die Spannung, hat man natürlich auch gleich eine höhere Frequenz, das heißt dort dann auch einen höheren Ton im Endeffekt, wenn man es auf die Trompete überträgt. Wir nehmen jetzt den Ton C2 und machen genau das Gleiche. Also ruhig auch variieren in Sachen kurzen Ton und langem Ton. 2-3 Sekunden sind da ausreichend. Es geht ja um den Tonbeginn bzw. um die reine Funktion. Dann können wir es auch im Staccato spielen. Ta, und dann ist der Ton auch da. Wichtig ist immer, wie gerade eben schon gesagt, dazwischen locker werden und nochmal neu starten, damit man immer diesen Tonbeginn trainiert. Also nochmal einatmen, Ansatz formen. Die Zunge dient als Straße für die Luft, die eben die Luft auf unsere geschlossenen Lippen lenkt und dann mit einem also T, F und dann Ü für den Luftstrom. Was auch immer man üben, was man trainieren möchte, kann man dann auf diese Art im Tonbeginn eben analysieren bzw. verbessern bzw. sich die einzelnen Schritte eben bewusst machen. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und schreib auch in die Kommentare, welche Übungen du machst und wie es bei dir geklappt hat. Am Ende freue ich mich immer über ein Like und ein Abo. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.